kennt ihr das, dass Männer und Frauen manchmal dem anderen Geschlecht so Nummern geben, wenn sie ums Aussehen, also das Aussehen bewerten? Ja. Was, das Männer? Also zum Beispiel, wenn Männer sich über Frauen unterhalten, dass sie dann irgendwie eine Nummer geben, was das Aussehen angeht. Ja, so auf dem Festival, ja, das ist eine 10 oder so. Ja, sagen, hey, der ist eine 5, der ist eine 6 und so weiter, ja. Was haltet ihr davon? Also wie findet ihr das? Ja, wir machen es ab und zu auch selbst. Sagen wir mal, wie es ist. Ja. Aber es ist natürlich immer noch eine Frage, wie ernst man das nimmt. Also ich meine, man sagt es halt so aus Spaß, aber ob man das jetzt 100% ernst meint, ist halt eine andere Frage. So. Relativ oberflächlich, aber ein gutes System, um erste Einschätzung zu machen. Habt ihr irgendwie eine Grenze, wo ihr sagen würdet, wenn ich jetzt eine Freundin suche, dann habe ich da eine Nummer, ob der geht, ob der nicht? Was ist deine Freundin für eine Nummer? Ah, du hast eine Freundin? Ja, aber es zählt natürlich auch das Äußere, weil man will ja nicht gerade mit dem größten Gesichtselfmeter durch die Stadt laufen. So, wie machen das Mädels oder Frauen bei Männern? Ja, man redet auch so darüber, aber jetzt nicht so ganz klar, dass man mit Nummern verteilt. Aber ich glaube, man schaut dann doch eher auf die oberflächlichen Details dann, leider. Wie war das bei dir? Also ich glaube, Frauen machen das eh nicht so. Also ich sitze jetzt nicht mit meinen Mädels zusammen und sage, ja, das ist eine 10. Nee. Vielleicht sind da Männer ein bisschen offener und wie sagt man, oberflächlicher. Ja. Glaubst du das auch? Ja. Also ich würde nicht sagen, dass wir das ernst meinen, oder? Nee, natürlich nicht. So, ich würde jetzt keine Person verurteilen, weil ich sie jetzt nur wegen den äußerlichen Werten nur mit einer, was weiß ich, 3 oder so bewerte. Ja. So. Aha. Ja, ich glaube schon, dass Frauen auch auf die Optik achten. Ich glaube, das ist wichtig, einfach um zusammen zu finden zum Beispiel auch. Aber dass Männer eher mal da lockere sagen, boah, die sieht gut aus und bewerten eher wie Frauen. Wonach bewerten Frauen dann eher Männer, wenn nicht nach Aussehen? Also so auf den ersten Blick schon natürlich aufs Aussehen, aber eher dann, oder schöne Augen oder solche Sachen und nicht, ja, das Gesamtpaket passt voll, keine Ahnung. Also mir ist das Optische jetzt eh nicht so wichtig, also mir liegt mehr an der Person. Mir ist egal, ob jetzt jemand irgendwie voll aussieht wie so ein Nerd. Ich spreche mit dem trotzdem ganz normal und stempel den nicht gleich ab. Versuch. Was haltet ihr davon, dass Frauen das vielleicht einfach unbewusst wahrnehmen und bei Männern die Merkmale, nach denen sie schauen, klarer sind? Glaubt ihr, das könnte sein? Wie unbewusst wahrnehmen? Dass Frauen glauben, dass sie nicht auf das Aussehen achten, aber irgendwie doch sagen, boah, die will sagen, die hat das gewisse Etwas, aber eigentlich geht es nur ums Aussehen. Und Ja, der Mann sagt halt, könnte ich mir ja, die schon hat halt vorstellen, dicke Titten und sonst was. Der spricht es halt aus, die Frauen denken es vielleicht und ja, könnte ich mir vorstellen, ja. Glaubt ihr, Männer oder Frauen achten eher aufs Aussehen, wenn es um Beziehungen geht? Ich glaube, Frauen. Frauen, glaube ich fast auch, ja, weil so als Frau, da will man, oder ich würde fast vermuten, dass Frauen eher so sind, dass sie nicht mit jemandem durch die Stadt oder mit jemandem gesehen werden wollen, der schlecht aussieht. Also nicht mal, weil sie selber finden, dass die Person schlecht aussieht, sondern weil sie glauben, dass wenn jetzt jemand, der, sage ich mal, gewissen Schönheitsidealen nicht entspricht, wenn man mit dem durch die Stadt läuft, dass das dann auch auf sie sozusagen abfällt. Das glaube ich, ja. Und wie ist das bei Männern? Denen ist das egal, Als oder? Männer, da macht man sich dann, glaube ich, eher Gedanken darüber, weil man halt selbst eine Person haben will, die gut aussieht für sich selbst. Aber ich glaube, als Mann, da guckt man nicht so drauf, was jetzt die anderen von einem denken. So. Und deswegen würde ich sagen, ist vielleicht nicht ganz so stark, aber ist auf jeden Fall auch da. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt einer von euch irgendwie einen besonderen Geschmack hat, dann guckt er nur drauf, dass das für ihn passt, aber nicht, ob jetzt ihre 10 Freundinnen denken, ist das auch cool. Also ich urteile jetzt nicht über einen Kumpel, der für mich eine hässliche Freundin hat. Ja, da sage ich ihm nicht ins Gesicht, die ist hässlich, sondern ich freue mich ja für ihn, dass er eine Freundin gefunden hat, die ihm gefällt. Ich urteile da gar nicht. Ich habe auch einen Kumpel mit so einer 2. Deswegen glaube ich auch. Ja, genau da. Nee, Spaß. Und letzte Frage, wie würdet ihr euch selber auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen? Ja, beide eine klare 10. Vom Optischen? Ja. Keine Ahnung. Ja, für mich bist du eine 10. Ach ja, du für mich auch, aber ich für mich nicht. Also Wie würdest du dich selber einschätzen? mittlerer Durchschnitt, also vielleicht so 5, 6. Ja.
Sie unterschätzt sich generell. Ja. Okay. Das ist voll die dumme Frage. Wenn das irgendjemand sieht, ey, ich denke, ja. Ja. Also wir sind beide eine 8. Okay. Glaubst du, deine Freundinnen würden dich anders bewerten als du dich selber? Ja, glaube ich schon. Höher oder tiefer? Höher, glaube ich. Ja. Ja gut, da ist jetzt die Frage, würden sie dich höher bewerten, weil es ihre ehrliche Meinung ist oder weil halt man unter Mädchen immer oder unter Mädels immer gleich so sagt so, du bist so hübsch und das sieht so toll aus. Nee, und so. solche Mädels habe ich nicht. Also sie würden das schon ehrlich sagen. Ja, glaube ich schon. Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdet ihr euch bewerten? Selber? Gut, also eine 10 darf man ja schon mal nicht vergeben, weil es geht ja immer besser. Aber Ich habe noch nie einen Mann bewertet, muss ich ganz ehrlich sein. Ich würde sagen, ich bin nicht hässlich, aber es gibt natürlich Du musst auch jetzt schon noch... einfach mit einer 7 mindestens. Nein, aber es Das gibt, ist natürlich, Selbstbewusstsein. es gibt doch aber natürlich noch viel hübschere. Jetzt guckt ihr mal George Clooney an oder so. Da bin ich realistisch und weiß, dass ich nicht mithalten kann. Ja. Oder guckt ihr den Sohn von Clint Eastwood an, Scott Eastwood. Ich weiß, dass der hübsch ist. Der kann von sich sagen, er ist eine 10 von 10. Aber ich weiß, dass ich nicht so gut aussehe. Aber ich weiß auch, dass ich nicht aussehe wie ein Informatiker. Von daher ist alles gut. ja, ich würde mich auch irgendwo. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr gesagt als 6, so, aber Ja, vielleicht 7 7 gesagt. auch, ja. Aber das ist natürlich auch eine generelle Einstufung so, weil wenn man jetzt halt sagt, 10 kann man nicht vergeben, weil es geht immer besser so, dann ist eigentlich ja so 9 das Beste, was man so gesehen hat. Keine Ahnung, mit einer 7 bin ich gut dabei. Ja. Und du? Möchtest du was sagen? Ja, ich sehe mich auch als 7. So selbstbewusst muss man ja sein. 9 ist das Beste, wie er gesagt hat. Als 10 ist so, das wird man nie sehen, darf man ja nie vergeben. Und 8 ist so auch schon stabil, sag ich mal. Deswegen eine 7 ist, denke ich mal, in Ordnung. Ja, aber es Bist ist du auch, dir selber, das Alter? Aussehen ist ja das Erste, was du siehst. jetzt 10 Und von dann 10. ist das vielleicht so, wo das erste Interesse kommt, aber an sich sollte es keine Rolle spielen. Es gibt so viele andere Aspekte, die wichtig sind für eine Beziehung. Also eben auch Humor und dass du mit der Person auch reden kannst. Geld. Ja, genau. Ich finde es auch mal ein bisschen assi, muss ich sagen. Also, bin da jetzt nicht der Nur Fan von. oberflächlich bewertet. Oder? Ja, das ist einfach einem Menschen eine Nummer zugeschrieben wird quasi und man ihn darauf reduziert. Weil Mensch ist ja schon komplexer als einfach nur eine Zahl. Das ist ja schön gesagt. Ja, man sagt ja auch immer, Aussehen zieht an, Charakter hält fest. So. Das ist ja, Ach so, denke ich schon, würde ich was auch Wahres dran. formulieren. Ne?